Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@qs24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.qs24.tv. Ich freue mich sehr, dass wir in einen neuen Dialog geraten und Ihnen Informationen zu vermitteln, die Ihnen helfen werden, in der Zukunft vielleicht kritisch und bewusster durchs Leben zu gehen, aber auch Antworten auf Fragen zu erhalten. Es ist mir ein großes Bedürfnis, dass Sie lernen, Ihren Blick viel größer und vor allen Dingen viel tiefer zu sehen, um Ihre eigene Erkrankung oder auch im Rahmen der Fürsorge für sich selbst aktiver zu werden. Denn eins, in jeder Phase des Krankheitsprozesses, in jeder präventiven Maßnahme für sich selbst, bedeutet es, es braucht Sie. Wir Ärzte können nur indirekt erkennen, wo und warum Ihr Körper die ein oder anderen Dinge nicht mehr in sein altes Gleichgewicht zurückführen kann. Aber aktiv werden, das sind Sie. Und deshalb ist es mir ein großes Bedürfnis, Ihnen diese Antworten auf Ihre Fragen hier durch diese Visite-Sendung geben zu dürfen. Und lassen Sie mich gleich heute zu einer Patientin kommen, die noch sehr jung ist, 36 Jahre und seit früher Kindheit, so hat sie mir geschrieben, belasten sie multiple Erkrankungen. Aber alles beginnt ja erst einmal und durch einen frühen Unfall hat sie also im Rahmen ihrer Frontzähne Wurzelbehandlungen erhalten, aus der natürlich Fürsorge das kindliche Gebiss zu erhalten. Wurzelbehandelte Zähne sind natürlich nicht mehr lebend. Wurzelbehandelte Zähne sind jetzt tot. Die Frontzähne wurden fast ausgeschlagen, durch die Wurzelbehandlungen erhalten, aber es kamen schon sehr frühzeitig 5 Amalgamfüllungen dazu. Das ist eine große toxische Belastung schon für ein Kind. Sie war noch gar nicht richtig erwachsen, da haben sich Krampfadern an ihren Beinen gezeigt. Seit vielen Jahren, heute ist sie eine junge Frau, erlebt sie immer wieder psychische Abstürze bis hin in Phasen von Depressionen, Antriebslosigkeit, eine unglaubliche Ermüdung, Erschöpfbarkeit, Schwindel, Konzentrationsstörung und immer wieder das Gefühl, im Dauerdruck zu sein, obwohl das Leben manchmal ihr die Ruhe gewährt, die sie vielleicht jetzt auch gerade benötigt. Mir ist es immer ganz wichtig zu hören, wie ist denn ihre Verdauung? Und auch da schildert sie, dass sie immer wieder diesen Druck im Bauch spürt, den Blähbauch, immer wieder aufgebläht zu sein. Menschen beschreiben dann oft, dass sie abends die Hose öffnen müssen, alles sei zu eng. Immer wiederkehrend Druck und Schmerzen, verhärtende Strukturen im Leistenbereich, Augenlidzucken, immer wieder auch ziehende Schmerzen ins rechte Bein, Stimmungsschwankungen, Kreislaufprobleme, manchmal so ein ganz leichtes Zittern wie Tremor, kurzatmig und auch eine Lichtempfindlichkeit, die sie beschreibt. Die Hyperakusis, das ist eine Geräuschempfindung, ist ebenfalls nicht ganz ein Symptom, welches wir eigentlich hinnehmen müssen. Sie beschreibt ferner, dass sie lange Zeit vegan bzw. vegetarisch gelebt hat und auch heute nur noch sehr wenig Fleisch konsumiert. Sie hat seit längerer Zeit jetzt auf glutenhaltiges Getreide verzichtet, auch auf Haushaltszucker, Eier und Milchprodukte. Das ist das, was ich weiß hinsichtlich der Anamnese und das ist gut, weil die Anamnese reicht zurück bis in ein Alter, das genauso wertvoll und anamnestisch aussagefähig ist und man darf nie den heutigen Zustand allein
mit auch dem jetzigen Moment verstehen, sondern man muss verstehen, warum sich Erkrankungen auch leise aufbauen. Sie hat mir Laborwerte mitgesendet, dafür herzlichen Dank. Und schon auf dem ersten Blick wird deutlich, dass die Patientin einen ausreichenden Vitamin B12-Mangel hat. Vitamin B12 nehmen wir auf, hauptsächlich durch Fleisch, aber natürlich können auch unsere Bakterien im Darm Vitamin B12 uns produzieren. Vitamin B12 wird hier als Laborwert angegeben mit einer PG pro Milliliter 295. Das ist, wenn Sie oberflächlich schauen, bei 187 bis 800 ein Wert, der sich in diesem Limit oder in diesem Bereich besteht. Das ist gar keine Frage. Die Frage, die ist aber so zu stellen, dass man sagen muss, bekommt denn das, was man im Blut noch einigermaßen ausreichend testet, auch intrazellulär? Das heißt, die Zelle braucht das Vitamin B12. Eines unserer wichtigsten Vitamine im Rahmen der Blutbildung, der Nervenvitamine. B12 wird resorbiert über die Magenschleimhaut. Und dieser Verlust an Vitamin B12, den wir bei einem Laborwert immer bitte im oberen Drittel erwarten müssen, ist absolut unzureichend mit 295. Bitte, wenn Sie das Vitamin B12 messen wollen und wenn Sie auch das Vitamin B12 wissen wollen, wie ist es intrazellulär, dann müssen Sie die Methylmalonsäure untersuchen im Urin. Das ist ein sehr schlüssiger Parameter, der zeigt, inwieweit die Zelle und die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke, inwieweit die Zellleistung überhaupt in der Lage ist, und das betrifft jetzt nicht nur die Zellleistung der Leber, sondern insgesamt unserer Organe, braucht einen hohen Anteil von Vitamin B12 und Folsäure. Und diese Methylmalonsäure kann ansteigen. Und wenn die Methylmalonsäure ansteigt, dann wissen wir, dass zellulär zu wenig Vitamin B12 vorliegt. Es entsteht auf zellulärer Ebene dann ein nitrosatriver Stress, nennen wir das. Das heißt, jetzt gibt es ausschließlich eine Fehlregulation auf intrazellulärer Ebene. Das hat wesentliche Auswirkungen, natürlich im Rahmen der Dosis, der Zeit, auf die Energieleistung jedes einzelnen Organs. Das ist ein wichtiger Aspekt, der mir sofort auffällt. Und wenn man sagt, ich habe gelernt, vegetarisch zu leben, ich lehne die Ernährung von Fleisch ab, aus ethischen Gründen, wie auch immer, dann kann das alles auch akzeptabel sein. Nur der Körper ist gnadenlos und der Körper kann seine Aufgaben für Sie nicht regulieren, wenn Sie ihn diesbezüglich nicht ausreichend versorgen. Das Vitamin B12 können Sie dann natürlich als Methylcobalamin zum Beispiel subkutan spritzen. Bitte tun Sie das immer in Kombination mit Folsäure. Und währenddessen die Schulmedizin 1000 Mikrogramm pro Monat verordnet, arbeiten wir mit Vitamin B12 subkutan, teilweise mit 5000 Mikrogramm mal pro Woche, um letztendlich den Vitamin B12-Spiegel wieder gut erstmal aufzupuffern, um in einer Langzeitversorgung dann auch mit 1000 Mikrogramm pro Monat auszukommen. Aber am Anfang würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie 1000 Mikrogramm Vitamin B12 sich besorgen, zum Beispiel von der Firma Hewert, dass Sie dann pro Woche 3-mal pro Woche das subkutan spritzen in die Bauchdecke, um anschließend dann in der nächsten Woche 2-mal pro Woche, dann 1-mal pro Woche und dann machen Sie das im 2. Monat alle 14 Tage und ab dem 3. Monat 1-mal pro Monat. Kontrollieren Sie es zum späteren Zeitpunkt, aber dann bitte über die Methylmalonsäure im Urin.
Ebenso hat die Patientin uns den Vitamin D3-Wert mitgeteilt. Der ist hier mit Nanogramm pro Milliliter angegeben, beim Normwert 30 bis 100. 32 ist absolut unzureichend. Sie dürfen nicht vergessen, dass wenn Sie in einer so hohen Erkrankung sind, dass Ihr Körper natürlich alle Immunkraft jetzt auch bündeln muss, um Belastungen irgendwie noch zu koordinieren, abzubauen. Ob das parasitär, bakteriell, ob das viral, ob das bakteriell, arteriell, viral, parasitär, das reicht nicht aus, 32. Also versuchen Sie, diesen Vitamin D-Spiegel gut nach oben zu transferieren. Und das tun Sie natürlich mit ölhaltigen Vitamin D-Tropfen zum Beispiel, die ausreichend Vitamin D enthalten, zum Beispiel 1000 Mikrogramm. Nehmen Sie aber bitte am Anfang ca. 10.000 Mikrogramm, vielleicht mal für 5-6 Tage und gehen dann runter auf 5.000. Bleiben Sie bitte bei diesen 5.000. Wir haben noch eine Jahreszeit, wo man immer wieder auch noch die Sonne nutzen kann, aber das wird schon wenig später sehr gering werden. Es hängt einfach mit unserem Lebensstandort zusammen hier in Mitteleuropa, auch der Stellung der Sonne. Das sind nur noch sehr geringe Expositionszeiten, die in der Intensität auch Vitamin D umwandeln zu einem aktiven Vitamin D. Und bitte sorgen Sie dafür, dass wenn Oktober, November ist, Sie nach Ihrer anfänglichen Aufpufferung noch einmal diesen Spiegel bitte messen, damit Sie wissen, wie gehen Sie durch die Winterzeit. Man kann in der Behandlung von Erkrankung nie sofort ein Ergebnis erzielen. Das sind sehr, sehr, sehr kontinuierliche, sehr mühselige Prozesse. Aber sie zeigen natürlich, dass sie hier deutlich unterversorgt sind. Und damit muss ihnen natürlich zwangsläufig auch auf der anderen Seite eine gewisse Gegenkraft langsam wegrutschen. Das ist das eine. Ich vergaß noch etwas. Die Patientin schreibt sehr aufrichtig, dass sie Raucherin ist, ungefähr 10 Zigaretten pro Tag und auch sehr gerne mal ein Bier trinkt. Wir ordnen natürlich diese Dinge als Genussmittel ein. Und ich muss Ihnen sagen, wer schon hier krankheitsmäßig am ziemlichen Limit ist und das mit 36, der muss auch jetzt, aber spätestens jetzt bitte seine Selbstverantwortung wahrnehmen und auch diese Probleme für sich lösen. Und da meine ich vor allen Dingen auch die Zigaretten. Wenn Sie nur annähernd sich mit diesen Dingen beschäftigen, dass Sie Hunderte von hochtoxischen Substanzen mit jedem Atemzug Ihrem Körper zumuten, dann ist das nicht sehr liebevoll. Wenn man auf der anderen Seite aber eine Gesundheit von sich erwarten möchte, die jetzt eigentlich ein sehr konsequentes Umdenken auch erfordert. Und ich persönlich habe mir zur Aufgabe gemacht, mich in meinem Engagement für Patienten etwas zurückzunehmen, wenn ich sehe, dass die Bereitschaft von ihnen nur begrenzt erfolgt. Der Körper ist ein System, der eine sehr hohe Toleranz hat. Der hat also eine wahnsinnige auch Möglichkeit, Dinge mal zu tun, die vielleicht alles andere als gesund sind. Aber bitte unterschätzen Sie nicht, was über 5 und 10 und 20 Jahre für Sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Und Sie wollen einen Körper, der Sie durchs Leben trägt, in dem Sie sich oder mit dem Sie sich 100%ig wohlfühlen. Das wird im keinsten Falle, die Rechnung wird nicht aufgehen. Noch dazu, und jetzt kommen wir zu dem toxischen Befund. Noch dazu, wir natürlich allein anhand dieses Befundes, es ist ein Chelat-Test. Dieser Chelat-Test basiert auf der Tatsache, dass wir ein Chelat, zum Beispiel DMPS oder DMSA, dem Patienten injizieren und in dieser Zeit der Injektion danach bindet dieses Chelat an Schwer- oder Leichtmetalle. Und das ist hier gelungen. Man hat also so einen Test gemacht und man hat nun über die Nieren dieses Chelat binden können, ausgeschieden und hat auch hier Belastungen gesehen, die in eine Richtung gehen, sowohl der Leichtmetalle als auch der Schwermetalle. Es ist eigentlich nicht wichtig, ob in diesem Test jetzt eine hohe Chelatbindung erfolgt oder eine geringere. Wichtig ist erst einmal,
es gibt eine Belastung. Und diese Schwermetallbelastung und auch Aluminiumbelastungen sind Belastungen, die der Körper für sich immer wieder als fremd erkennt. Er hat dazu kein gezieltes Entgiftungssystem. Er hat seine Binnenentgiftung. Das ist ihm evolutionär auch mitgegeben worden, die ihn tagtäglich von all den toxischen Dingen befreit, die allein schon aus unserem eigenen Stoffwechselgeschehen uns morgen schädigen würden. Aber er hat kein spezielles Entgiftungssystem für diese Schwermetalle. Das heißt, ich muss selbst schon im Rahmen meiner Binnenentgiftung verdammt oberste Grenze der Leistungsfähigkeit sein, um einen chronologisch sich langsam aufbauenden toxischen Druck wieder loszuwerden. Das gelingt, das ist gar keine Frage. Eine Leber ist dazu in der Lage, aber die Schwermetalle, die der Körper erkennt und eigentlich sofort auch wieder eliminieren möchte, sind ihm manchmal nicht in der Lage, das zu tun. Und wenn wir Untersuchungen machen, diese toxischen Belastungen feststellen, das ist ein Standardwert, den ich heute, oder Standarduntersuchungen, die mir heute also als oberste Priorität mit wichtig sind, dann weiß ich natürlich, was über Jahre für diesen Patienten entstehen kann, wenn er in seiner eigenen Entgiftungsleistung schwächer geworden ist. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich Ihnen sagen muss, der Körper muss dann zwischenparken. Er hat einen genug großen Lebensraum, das ist das sogenannte Bindegewebe. Wir sagen auch Matrix oder Pischinger Raum. Und dieses Bindegewebe wird eigentlich in der Medizin nicht wahrgenommen. Das ist aber der Raum, der fast 60-70% in uns ausmacht. Das ist der Raum, der genutzt wird, um solche Toxine dort abzulegen. Das ist aber auch die Transitstrecke, wo alles durchläuft, was von der Lunge als Sauerstoff dann über die ganzen Arterien, Arteriolen, Kapillaren zu den Zellen müssen. Da laufen die gesamten Lymphbahnen lang, durch diese Matrix laufen alle Nerven lang. Das heißt, durch diesen Pischinger Raum führen ganz in bestimmten Abständen mikrokleine Nervenbündelchen an die Außenhaut. Heute wissen wir, dass das die Akupunkturpunkte sind, auf denen sich bestimmte Energieleitbahnen in einem ganz genauen Ordnungsprinzip offenbaren. Und wenn immer sie von außen auf diese Leitbahn kommen, kommt es zu einer Information in diesem Pischinger Raum. Und es ist unglaublich, wie hochgradig hier auch eine Akupunktur einzuordnen ist, die nämlich nur eine Aufgabe hat. Sie hat ihre Regulationsleistung zu aktivieren, dass im Rahmen dieser Stoffwechselökonomie, Entgiftung, immunitären Signalgebung immer wieder aktiviert wird, Energie damit fließen kann oder auch überschüssige Energie ausgeleitet wird. Dieser Pischinger Raum ist ein Raum, der ganz viele Toxine, zum Beispiel, wenn wir nur über Toxine jetzt sprechen, stark frequentiert wird vom Organismus. Das heißt, man hat mehrere Testmöglichkeiten, auch im Pischinger Raum zum Beispiel diese Toxine zu messen. Das ist der Oligoscan. Und ich habe hunderte Male diese dort für mich im ersten Moment sichtbaren Toxinbelastungen hunderte Male auch nachgemessen. Das ist auch eine sehr realistische Einschätzung der Balance unseres Mineralien- und Spurenelementebedarfs. Aber diese toxischen Belastungen, die die Patientin trägt, sorgen für ein Ungleichgewicht, sowohl auf der Ebene unserer Immunabwehr. Und wir wissen heute von Aluminium, dass es Autoimmunerkrankungen triggern kann. Wir wissen heute von Blei, Quecksilber, Silber. Das sind hohe Neurotoxine. Und Quecksilber kann sich Quecksilber kann in Methylquecksilber umgewandelt werden. Das heißt, neben Plutonium ist Methylquecksilber das toxischste überhaupt für
wenn wir es auf uns beschränken, die menschliche Gesundheit. Das heißt, wenn Methylquecksilber im Körper abgelagert ist, ist es absolut, und alle Alarmglocken läuten bitte rot, eine leise, eine stille und eine permanente Gefahr für das Selbstregulationssystem Mensch. Und diese Sicht allein auf diese Toxine hat mir gezeigt, dass sie einbunkern muss. Und da stellt sich doch die zweite Frage, was ist denn mit ihrer individuellen Entgiftungsleistung? Es gibt ein Enzym, das ist die Glutathion-S-Transferase Theta, die man messen kann und damit auch die Entgiftungsleistung vom Glutathion, vom oxidierten Glutathion, vom reduzierten Glutathion. Und bitte starten Sie vorher nie eine Entgiftung mit Chelaten, weil Sie dürfen es und müssen gewährt sein, dass Ihre Leber diese löslichen Toxine, die im Fett gelagert wurden, jetzt wasserlöslich ausgeschieden werden. Wenn Sie diesen Prozess nicht relativieren, dann schiebt der Körper es von links nach rechts. Aluminium ist ein Leichtmetall. Aluminium ist nierengängig, aber Aluminium ist auch hirngängig. Das heißt, die Blut-Hirn-Schranke transferiert es. Und ein Großteil unserer Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen sehen wir immer die Belastung auch mit diesen toxischen Metallen. Bitte, wenn Sie das Handy ans Ohr nehmen, öffnen Sie die Blut-Hirn-Schranke. Und damit sind auch alle anderen Metalle hirngängig. Ein Handy benutzt man so selten wie möglich. Und ein Handy hat man mit dem maximalsten Abstand bzw. Freisprechanlage und bitte so kurz wie möglich. Das ist das zu den Metallen. Sorgen Sie zunächst erst einmal dafür, wie ist Ihre individuelle Entgiftungsleistung, und in dem Moment muss dann auch nachvollzogen werden, welchen Weg Sie finden, um diese toxischen Metalle auszuleiten. Sie sind auch noch auf einer ganz anderen Ebene geschwächt und Sie haben tote Zähne, und Sie sprachen das an, dass Sie in Ihrem Schreiben mir sagen konnten, die Amalgamfüllungen wurden entfernt, aber die Nikos, das heißt die Entzündungsherde oben an den Weisheitszähnen und viele andere noch sichtbare Entzündungen werden jetzt kieferchirurgisch saniert. Und es ist allerhöchste Zeit, das zu tun, weil Sie natürlich mit sämtlichen lokalen Entzündungen, die Sie über einen Totenzahn natürlich überhaupt nicht wahrnehmen, haben Sie einen ständigen Toxinschub auch auf bakterieller Ebene für den Körper, und das Immunsystem rattert auch hier 24 Stunden, Ihnen diesen bakteriellen Toxindruck zu nehmen. Das heißt, Entzündungen im Zahn-Kiefer-Bereich sind sofort auch systemische Entzündungen. Und ich wünschte mir, es gäbe in der Zukunft mehr Zahnärzte, weil wir heute sehen, dass auch ein Zahnarzt sich weit über diese Ebene der Zähne kümmern muss. Er muss erkennen, dass ein toter Zahn eine riesen Bakterienschleuder ist und damit eine dramatische Immunleistung täglich abfordert. Und bitte tun Sie das und setzen die Zahn-Kiefer-Sanierung bitte voraus. Das ist ein Buch Störfeld und Herde im Trigeminusbereich von Ernesto Adler, ein Zahnarzt, der 20 Jahre ganz kurz die Fallsymptomatik beschrieben hat, ganz kurz 2 Röntgenbilder und den Fokus aufs Detail gelegt hat, was war im Zahn-Kiefer-Bereich los, und 20 Jahre diese Menschen nachbetreut hat, und der hat sie wirklich geheilt. Und es sind nur eine Fülle von Krankheitsbildern, und jedem Zahnarzt darf ich dieses Buch empfehlen, weil es ist ein Kollege. Manchmal tun sich Zahnärzte schwer, weil wir von außen kommen und uns in ein Fachgebiet vielleicht hinein argumentieren. Aber das wollen wir nicht. Nur an jedem Zahn hängt ein Organ. Über jeden Zahn läuft ein Meridian. Und hier geht es um energetische Fragen. Und eine Patientin, welche eine
Extraktion bzw. Nicht-Extraktion, welche tote Zähne im Frontzahnbereich hat, hat eine geringere Energieleistung im Rahmen ihrer Nieren- und Harnblase. Das heißt, der Blasen-Nieren-Meridian kann unter diesen Umständen niemals für die gleiche energetische Versorgung werden in diesem Bereich. Das heißt, sie sind auch hier in ihrer Nierenausscheidung geschwächt. Und ich habe in 25 Jahren Unglaubliches erlebt. Dieses daran denken, dieses dafür auch Sorge tragen, dass diese Leistungen sich energetisch kapazitär, diese Störfelder, von denen wir sprechen, ob es ein toter Zahn ist, ob es eine Narbe ist, ob es eine chronische Entzündung ihrer Nasennebenhöhlen ist, sie müssen das wie eine kleine Folge von Abläufen erstmal dem Körper wieder ermöglichen, damit er ihnen morgen zur Verfügung steht, damit er all das auch noch für sie wieder ins Gleiche bringt. Und nur er tut es. Wir als Ärzte helfen an diesen Punkten. Hier können wir Zahn-Kiefer-Chirurgie einbinden. Hier können wir ein Protokoll entwickeln, was dem Körper hilft, wieder die Entgiftungskapazitäten zu erhöhen. Aber wir sind nicht die, die die Arbeit machen. Die Arbeit macht der Körper und die macht er. Darauf dürfen Sie aber auch 1000%ig wirklich vertrauen. Und die Arbeit machen Sie, weil Sie jetzt beginnen, die Zigaretten, und das hoffe ich, aber 100% zur Seite zu legen, weil es ist nicht wert, hier rauszuschaffen und da wieder neu zu füllen. Und das, was unser Leben anbetracht, reicht schon, was wir tagtäglich auch an toxischen Dingen allein über die Luft und über ganz viele Dinge, die wir nicht mit dem bloßen Auge sehen. Und natürlich ist es ganz wichtig, und ich kann diesen Fall natürlich nur verstehen, und ich verstehe Sie, dass Sie sagen, seitdem das Amalgam drin war in meinen Krampfadern, jetzt sind Sie vielleicht sind Sie blauäugig, sind ein lymphatischer Typ, sind mit einer gewissen Bindegewebsschwäche ausgestattet, egal wie auch immer. Es ist ein Leberproblem, wer die Krampfadern benötigt, um den Druck dieser 2000 Liter zu kompensieren. Die Leber kann im Rahmen einer frühzeitigen Belastung mit Metallen, und die Leber ist unsere Mutter, die speichert natürlich, bevor sie ins Bindegewebe abgibt, erstmal diese Dinge in sich, und die Kompensation eines Kindes ist doch gering, und damit wird eigentlich auch die Leberfunktion runterreguliert. Und wenn Sie nur verstehen, dass die Leber 500 Aufgaben für uns erledigt, dann sind das natürlich auch entscheidende Dinge, die Sie im Rahmen Ihres Erwachsenwerdens natürlich bei einem vielleicht genauso ein Druck des Lebens, genauso dem Leben zur Verfügung stehen müssen und da schon anfänglich einer schwächeren Akzeptanz gegenüberstehen. Aber wissen Sie, das ist hier alles nicht ein Problem. Wenn Sie verstehen, dass Sie das gut in Ihre eigenen Hände nehmen, dass Sie jetzt die ersten und die zweiten Schritte tun. Sie haben natürlich auch hier gesprochen von Ihrem Darm. Das ist die Wurzel bei der Pflanze Mensch. Bitte schließen Sie ein Leaky Gut Syndrom aus. Das ist schon wieder absolut Entlastung der Leber. Die Permeabilität des Darmes muss wieder gewährt sein. Die Immunfunktionen müssen gewährt sein. Suchen Sie sich einen Kollegen, machen Sie sich zum Muss, dass Sie wirklich 2-mal im Monat mal über 6 Monate zur Kolonhydrotherapie gehen. Machen Sie Kaffeeeinläufe, machen Sie Knoblaucheinläufe. Da können aufgrund dieser, Sie schütten ja die Toxine immer wieder in den Darm. Sie haben ja hier eine schwächere Ausgangssituation. Der Nierenmeridian führt auch über den Darm. Sorgen Sie dafür, dass gut erstmal Entlastung ist. Parasiten machen sich auf, Toxine machen sich auf. Mir bleibt nicht mehr so Zeit, Ihnen auch zu sagen, wie Sie die binden. Das können Sie natürlich mit hochdosiert Chlorella machen, aber Sie können es auch mit Zeolit machen, Toxaprevent. Prinzipiell bitte immer wenigstens zur Nacht, weil die Leber arbeitet in der Nacht, 3 bis 4 Kapseln zur Nacht. Und das sind alles so ganz gute, wertvolle Dinge, die Ihnen helfen werden in der Zukunft. Und kommen Sie von Ihrem Anspruch runter, dass Sie meinen, mit ein bisschen Engagement für 2 Wochen
das wird Ihnen nicht gelingen, aber es wird Ihnen sehr, sehr, sehr gut gelingen, wenn Sie langsam verstehen, was der Körper über Wochen, Monate und vielleicht Jahre auch mit nur halber Kraft hier und mit nur einem Dreiviertel Kraft hier für Sie immer wieder kompensieren musste. Und es hat Ihnen einiges doch mehr in die Knie gezwungen. Und jetzt wartet er auf Ihre Hilfe. Und ich hoffe, dass ich mit Ihnen und auch den anderen Zuschauern mit ein paar Gedanken ein Denken wahrnehmen lassen konnte, denn anders zu denken setzt es natürlich erstmal voraus, dass man dann auch später anders handelt und auch anders behandeln kann. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für diese erste Frage oder diese erste Zusendung dieses sehr interessanten Berichtes. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in der nächsten Woche wieder begegnen dürfen. Und bis dahin alles Liebe und ja, bis nächste Woche. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.